Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Schauen wir in die kollektive Energie des Tages. Mir ist heute kalt. Ich bin unausgeschlafen. Ja. In der Mitte liegt hier schon mal die Sense. Das heißt, es könnte schnell irgendwelche Umbrüche geben. Möglicherweise muss man damit rechnen, dass Dinge plötzlich auf einen zukommen, Absagen, möglicherweise Planänderungen. Und wir haben hier das Umfeld mit dabei, ne? Die Häuslichkeit. Bei der Sense haben wir ja immer die Doppeldeutigkeit und im Prinzip kann es auch hier ganz anders sein, dass man sehr schnell einen Erfolg einfährt. Mit einer Ernte, mit der man nicht gerechnet hat, die aus dem Umfeld kommt. Wir haben hier uns selber im Kopf, es geht um uns, um unsere Dinge. Es geht vielleicht auch um Verletzungen in der Liebe oder in Herzensangelegenheiten. Möglicherweise ist es auch so eine Energie, wo man mal über Verwundungen nachdenkt, über etwas, was einem sozusagen die Füße unterm Boden weggezogen hat. Und wo man hier versucht, auch seinen Untergrund zu klären oder sein Fundament gut aufzustellen. Es kann um vertragliche Dinge gehen, um das Beziehungsleben. Es kann auch so sein, dass man so überlegt, ne, was trägt mich denn? Was darf ich weglassen? Wo kann ich was aussortieren? Was ist nicht mehr in Liebe oder wo fehlt die Liebe? Wo ist etwas nur noch eine Verbundenheit? So, dann haben wir hier die Geldkarte. Es kann jetzt auch leider beides sein. Entweder man hat hier schnelle Themen, die vielleicht in den Finanzen sich als schneidendes Erlebnis, also eine Investition. Es kann hier sein, man hat hier Kosten für das Wohnumfeld, die Umgebung, den häuslichen Bereich. Es kann ja aber auch sein, dass man ganz schnell irgendwie zu ein bisschen Geld kommt, mit dem man nicht gerechnet hat. Ich habe so ein bisschen zwei Themen. Das eine sind die Seelengefährten, auch die Seelengefährten aus der Vergangenheit definitiv. Möglicherweise kommt hier auch irgendwie ein Seelengefährte noch mit ins Spiel. Der kann gegengeschlechtlich sein, also eine Art Konkurrenz. Aber das ist hier auf jeden Fall eine Verbindung, da lernt man etwas. Da hat man ein gleiches Thema, man hat die gleiche Chemie sozusagen. Und es kann hier um Geben und Nehmen gehen oder auch um Erschaffen und Empfangen. Man ist hier sehr aufgefordert, die eigene Größe zu leben, sich ein Fundament zu bauen. Also es geht eigentlich sogar um das eigene Gerüst, um die eigene Resilienz, um den Umgang mit sich, seinen Gefühlen und dem, was man schon erlebt hat. Man lässt so ein bisschen den Blick Revue passieren. Es kann ja auch wirklich eine tiefe Seelenliebe sein. Eine große Verbundenheit, die so ein bisschen auch die Gefahr hat. Was heißt Gefahr? Dass man so zu unabhängig ist. Ne? Dass man irgendwo in irgendeinem Bereich vielleicht mehr Eigenverantwortung übernehmen darf. Jeder sich selbst auch ein Stückchen entwickeln. Es kann hier auch jemand sein, mit dem man sehr viele tiefe Gespräche führt. Ja?
jemand, mit dem man sich austauscht, bei dem man sich anlehnen kann, wo man sozusagen die Seele mal reden lässt. Kann aber auch jemand sein, der auch nur zuhört, beispielsweise. Ne? Möglicherweise, hier sind sehr viele Szenarien, geht es hier um die Kommunikation über Beziehung, Umfeld, Häuslichkeit und Geld. Es kann ja auch sein, dass man irgendwie einen guten Berater hat oder jemand, der einem gute Tipps weitergeben kann. Die Kommunikation liegt ja auf jeden Fall mal 2 und da wir jetzt noch den Klee dabei haben, ist es sowieso, ne? Hier haben wir den ganz kurzen Weg des Alltagsglück, das Begünstigtsein, irgendwo auch eine Chance. Und es kann tatsächlich ja, bei den Fischen und der Sense ist es halt immer so eine Sache, drum gehen, dass man irgendwie hier tatsächlich zu kleinerem Geld kommt und dass man hier eine Lücke schließen kann, die man durch Info kriegt, ich sage mal, durch eine Person, die in diesem Bereich Ahnung hat oder die uns einen guten Tipp gibt. Hier geht es auch sehr viel um unausgesprochene Dinge, die aus diesem Bereich mitschwingen können. Das heißt, dass man vielleicht vermieden hat, mal über die Finanzen zu reden und jetzt wird es zum Thema. Es kann sein, dass sich hier auch im Bereich der Immobilien irgendetwas ankündigt, was neue Möglichkeiten bringt für den häuslichen Bereich und dass man hier überlegt, was man investiert. Auch kann sein, dass man ein sehr gutes Angebot kriegt für eine neue Wohnung, einen neuen Mietvertrag, sowas alles. Also es ist sehr themenlastig, obwohl wir nur die wenigen Karten haben. Was hier auch sein kann, ist, dass Mann und Frau oder die Paare sich überlegen, wo sie gemeinsam stehen, was sie noch machen können und wo irgendwas eine andere Richtung auch braucht. Es kann ja auch sein, dass man tatsächlich zusammen sich beraten lässt, würde ich mal das nennen. Oder das ist nicht so, dass du da wohin gehst, sondern das ist so, dass es da jemand gibt, der weiß es eben, der hat dieses Wissen und der teilt es dir mit. Viele fragen ja immer wieder, wie kann es denn sein, dass man sagt, es könnte dies, das oder jenes sein. Wer sich ein bisschen auskennt, die Karten haben x Deutungsmöglichkeiten. Ne? Das heißt, der Ring steht nicht nur für die Beziehung, sondern für sehr vieles mehr. Und ich versuche im Tagesorakel immer möglichst viele Szenarien mit einzubauen. Wir haben den Igel, der steht für das Thema Abgrenzung. Da geht es auch darum, den eigenen Seelenplan das haben wir hier, das Seelenleben ist sehr präsent, auch für die nähere Zeit. Hier haben wir, man denkt über sich nach, die Karte sagt, hier wird Innenschau auch gehalten. Hier überlegt man, wo man noch auf dem rechten Weg ist, wo man Dinge vielleicht im Kleineren auch verändern kann. Und egal wie, wir haben hier unten den Marienkäfer noch und der ist ein Glücksbote für Glück. Also eine sehr schöne Legung für sehr viele Bereiche auch wieder. Ich bin erstaunt, es sind sehr viele Themen. Die Schwalbe. Ich kündige dir eine Zeit des Neubeginns und eine Wendung zum Guten an. Trostlosigkeit und Ängste dürfen mit meinem Flug von dir abfallen. Wunderbar. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch. Bis morgen.